In diesem Video versuchen wir den teuersten Fisch der Welt zu fangen und sind hierfür extra nach Spanien geflogen. 2019 hatte Kiyoshi Kimura eins dieser Exemplare für ganze 3,1 Millionen Dollar auf einem japanischen Fischmarkt gekauft. Und somit steht diese Fischart, die wir versuchen wollen zu fangen, auch definitiv auf Platz 1 der Liste der teuersten Fische der Welt. Und ja, wahrscheinlich habt ihr schon richtig gesehen. In diesem Video versuchen wir einen großen Blauflossenthun zu fangen. Und das wird auf jeden Fall keine einfache Mission. Diese Fische werden bis zu 4,5 Meter lang, haben ein Maximalgewicht von 650 Kilo und schwimmen mit 80 km/h schnell durchs Wasser. Und nicht ohne Grund ist der Fisch in der YouTube-Szene so beliebt. Es gibt etliche Videos, wie Leute diesen Fisch zubereiten oder versuchen zu fangen. Selbst der Weltmeister im Armdrücken hat versucht, diesen Fisch zu fangen und hatte absolut große Probleme, diesen Fisch überhaupt an der Angel zu behalten. Ich würde sagen, ab ins Flugzeug und auf nach Spanien. Letzter Aufruf für das Flugzeug Mission Thunfisch. Ab geht's, Freunde. Jetzt beginnt die Mission Spanien. Fang mal an zu klatschen, Bro, weil dann klatscht einer mit. Die sind alle mad, Bro. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen. Endlich. Wir müssen wirklich nur hoffen, dass das mit dem Mietfahrzeug funktioniert, weil... Also ich sag, wir zahlen Geld. Ich habe heute schon 60 € minus gemacht. Ich sag, wir zahlen Geld. Nein, call Ja? sowas nicht. Call bitte sowas 100%. nicht. Also, wenn alles funktioniert, wie wir es uns versprochen haben oder erhofft haben, dann muss ich jetzt nochmal 70 € für das Mietauto bezahlen. Für die Versicherung habe ich schon Geld bezahlt. Und dann können wir einfach los. Aber wir wissen nicht, wie es sein wird. Mal gucken. Eine halbe Stunde später. Bro, ich bin auf jeden Fall richtig gestresst, weil das nervt. Ich hatte letztes Jahr schon die Probleme und wir mussten 130 € mehr bezahlen. Und jetzt stehen wir hier die ganze Zeit an. Und ich bin mal gespannt, ob die das mit unserer Kredit-Debit-Karte machen. So Leute, wir haben jetzt endlich die Karre bekommen. Wir wurden absolut gescammt. Eigentlich mussten wir insgesamt 170 € bezahlen. Jetzt sind es daraus geworden, aus dem Grund, dass meine Kreditkarte wohl nicht so gut mit denen zusammenarbeitet. Dankeschön, Record Go, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall richtig scheiße. Jetzt haben wir noch ein anderes Auto bekommen und mussten mehr zahlen. Es waren jetzt nicht 170. Big Bass, Funky, wir werden jetzt ein paar dicke Fische fangen. Ja, es waren nicht 170, sondern 410 € jetzt, die wir zahlen mussten. Das ist wirklich gottlos. Aber mal gucken. Wenigstens haben wir Haftpflicht, alles drin. Vollkasko. Und schon am allerersten Tag haben wir dick Minus gemacht. Ich musste für meinen Rucksack 60 € oben rauf bezahlen und für das Auto haben wir anstatt 170 410 € bezahlt. Somit haben wir ein Gesamtminus von 300 €. Und das am allerersten Tag. Jetzt gab es nur noch einen Stopp, und zwar Minquinenza. Denn hier hatten wir unser Apartment bei Ebro Fishing gemietet und mit ihm gemeinsam sollte es auch am Mittwoch losgehen, um dicke Thunfische zu fangen. Endlich angekommen, starten wir für euch auch direkt mit einer Roomtour. Hier haben wir das Wohnzimmer, an dem wir abends auf jeden Fall chillen werden. Direkt gegenüber befindet sich die offene Küche. Mal gucken, was wir uns also zu essen kochen. Gegenüber von der Küche haben wir Zimmer Nummer 1. Hier, wenn ihr aus dem Fenster schaut, habt ihr direkten Poolblick und direkten Blick auf den Ebro. Gegenüber von dem Zimmer haben wir auch schon das erste Bad. Und ich würde sagen, aufs Ambiente wurde absolut geachtet. Dann gehen wir weiter ans Bad Nummer 2. Hier haben wir nicht nur eine Dusche, sondern auch eine Badewanne, die eine Whirlpool-Funktion hat. Und dann kommen wir auch schon ins letzte Zimmer. Und hier haben wir ebenfalls Ausblick auf den Pool und direkt auf den Ebro. Ich würde sagen, die Woche lassen wir uns definitiv gut gehen. Spanien wird Urlaub, haben sie gesagt. Wird nicht so viel gearbeitet. Sieht irgendwie falsch aus. Aber ich würde sagen, geht los. 1, 2, 3. Gimbal, Drohne Nummer 1, Drohne Nummer 2. Stativsachen, Mikrofone, Kamera, Bangs, Taschen, nächster Laptop zum Arbeiten. Ich würde sagen, ein ganzer Esstisch für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen. Eigentlich passen hier noch mehr hin. Ist nur voll mit Kamerastuff. Hilfe. Und jetzt hieß es nur noch 3 Tage warten, bis wir endlich unsere Chance bekommen, einen großen Blauflossenthun zu fangen. Die 3 Tage haben wir überbrückt, indem wir auf verschiedene Fischarten angeln waren. Wir konnten einige Fische fangen, aber das, Freunde, seht ihr alles in Form von Reels auf meinem Instagram-Kanal. Ich blende euch den einmal kurz hier ein. Checkt doch gerne die Reels ab und wenn ihr nichts verpassen wollt und immer auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, dann schaut immer in die Stories rein, denn da informieren wir euch immer über aktuelle Dinge. Und endlich war es soweit. Der Mittwochmorgen ist angebrochen. Ja, guten Morgen, Freunde. Heute ist der erste richtige Tag. Wir haben uns gestern mal ein bisschen angeguckt, wo die Fische stehen könnten und ein paar Spots ausfindig gemacht. Und heute ist der erste Filmtag. Ich bin sehr gespannt. Und ich sage, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, es ist 7:30. Wir machen uns jetzt los aus den Apartments
und holen den Chef Rafa vom Flughafen ab. Und dann fahren wir Thunfisch angeln. Guck mal, was für ein Auto wir heute fahren dürfen. So ein geiler Scheiß. Ebro Fishing Sticker. Schon Bock, das zu fahren, das Auto, oder was? Das ist ein absoluter Truck, Digga. Ich hab den gestern kurz umgeparkt. Du hast so ein lautes Auto noch nie gehört. Endlich war es soweit. Wir mussten nur noch nach Barcelona, um den Chef vom Flughafen abzuholen. Und von da aus ging es direkt weiter nach Tarragona an die spanische Küste. Patrick und ich sind jetzt gerade mitten auf dem Weg nach Barca. Wir holen jetzt den Chef vom Flughafen ab und dann geht es in den Hafen ans Meer. Dicke Tunas, Baby! Wie ist eigentlich der ML vom Chef? Ich sag dir ganz ehrlich, ein absolutes Redneck-Auto. Das macht Spaß, wa? So, wir haben das Auto vom Chef bekommen, machen jetzt los. Jetzt gibt Patrick Volldampf, weil wir sind ein bisschen spät dran. Dafür können wir aber nichts. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Flughafen und dann wieder am Wasser, Freunde. So, Freunde, gerade angekommen am Flughafen. Jetzt haben wir den Chef abgeholt. Hier haben wir den Rafa. Jetzt gleich geht's auf Thunfisch. Patrick ist hinten, die Routen sind drinne. Ich würde sagen, wir machen jetzt los, schnacken gar nicht mehr lang und wir sehen uns gleich am Wasser, ja? Werden sich auch denken, was sind das für Deppen hier auf Deutsch mit Kamera, aber ist nicht schlimm. Leute, was denkt ihr? Fangen wir einen von solchen komischen Fischen? Das sieht krass aus. Ich hätte richtig Bock auf einen fetten Thunfisch. Das wäre richtig geil. Mal schauen, wir haben ja genügend Sardinen dabei. Wir angeln heute mit Sardinen, also Naturköder, und hoffentlich knallt es. Ich bin sehr gespannt. Mal schauen. Also gefühlt ist der Einkauf ein bisschen eskaliert. Ich dachte, wir wollten nur was fürs Thunfischangeln kaufen. Haben wir doch. Also ich glaube, das ist ein bisschen mehr hier. Ja, wenn ein Thunfisch kommt, stoßen wir an, aber sonst sind die Essenstüten und alles andere. Patrick, das ist ein bisschen viel, wa? Wir werden das brauchen für unsere Kräfte. Meinst du, ja? Chef lacht schon wieder nur. Der Mann hat irgendwie zu 80% nur gute Laune, das ist wirklich unglaublich. So Guys, auf jeden Fall, wir sind fertig und danach werden wir jetzt gleich schön an den Hafen fahren. Und dann würde ich sagen, gibt es definitiv ein paar schöne Tunas. Langsam ist der Wind nicht mehr so doll, also die Sonne ist auf, ja doch, scheiße, wir sind am Arsch. Hast du die Jacke eingepackt? Ja, klar. Wind ist kacke. Egal. Wind ist Wind, Angeln ist Angeln. Man geht auch bei Regenwetter, also auch bei Wind. Tarragona, Spanien. Wir befinden uns mitten in einer Stadt an der spanischen Küste und werden von hier gemeinsam losfahren und versuchen, einen richtig großen Blauflossenthun zu fangen. Ich würde sagen, Mission Thunfisch startet genau jetzt. Jungs, wir haben hier eine 30.000er Stella, die wir jetzt erstmal frisch bespulen müssen. Oh, ist das nervig, das ist so viel Schnur. So eine schwere Rolle. Mir fällt gleich der Arm ab und wir angeln noch nicht mal. Nachdem die Angelrouten fertig waren, hieß es nur noch Köderfische vorbereiten. So Freunde, damit wir die Sardinen jetzt hier in den Eimer bekommen und die auftauen, einmal rum. Ich muss sagen, die tiefgefrorenen Sardinen auseinander zu bekommen, waren echt keine leichte Aufgabe. Doch als es dann doch endlich geklappt hatte, hieß es nur noch auftauen und raus aus Wasser. Eine Sardine haben wir verloren. So Freunde, jetzt müssen wir erstmal die tiefgefrorenen Sardinen auftauen, damit wir die gleich haben, auch zum Anfüttern. Wir haben da vorne noch mehr und dann geht's los. Ich meine, die Rolle ist so groß in meiner Hand. Freunde, seht ihr das? Patrick hat einen Schaden. Seht ihr ihn da hinten laufen? Ganz da hinten, der hat zu viel Schnur aufgemacht auf die Rolle und ich darf das jetzt hier einwickeln mit der Hand. Und was sagst du bei dem Wetter heute? Kann was gehen? Ja, Wetter ist Bombe, oder? Ich würde sagen auch. Ich würde sagen zu warm, wir müssen erstmal ausziehen. Wir fahren jetzt los, oder? Ab aufs Boot. Ich hoffe, ihr seht das da vorne. Jetzt müssen wir tanken fahren. Auf ganz Classic. Jetzt mussten wir nur noch tanken, bevor es endlich raus aufs offene Meer gehen konnte und wir versuchen konnten, unseren allerersten großen Blauflossenthun zu fangen. Und so langsam wurde ich auch immer nervöser, denn mir wurde immer mehr bewusst, dass wir nur noch diesen einen einzigen Tag hatten, unsere Mission und unser Ziel zu erreichen. Und jetzt auf den letzten paar Metern bis zum allerersten Angelspot fing mein Herz wie verrückt an zu schlagen. Ich hatte absolut Bock. Und wenn dir das Video bisher gefallen hat, würden wir uns sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von dir freuen. Unsere Montage, um den Thunfisch zu fangen, ist wie folgt. Erstmal natürlich einen dicken Knoten binden. Dann hatten wir ein langes Vorfach, an dem ein einziger großer Haken rankam. Irgendwo auf der Mittelschnur haben wir dann ein dickes Blei befestigt, um auf die Tiefe von 15 Meter runterzukommen. Und auf den dicken Haken kam dann ganz am Schluss nur noch eine Sardine rauf. Und somit ging die Route dann runter ins Wasser und dann hieß es nur noch warten auf den dicken Einschlag. Ich habe jetzt Bügel auf. Hast du die Spule komplett zugedreht? Deine Spule? Nein, die ist ein bisschen auf. Die muss zu sein. Mach zu. Immer gucken, dass das vernünftig ist.
Okay, wenn der dir reinknallt, musst du das langsam zudrehen. Der ballert dir die gleich komplett. Wenn der dir reinknallt, genau, weil der wird dir sofort, du musst dann nach vorne gehen, ne? Ja. Den Blink nicht berührst am Boden. Und dann war es endlich soweit. Innerhalb der ersten 10 Minuten habe ich einen Einschlag in meine Angel bekommen, den ich in meinem Leben zuvor noch nie verspürt hatte. Doch leider hatte ich meine Kamera nicht an, deswegen nur aus Patrick seiner Sicht. Er hat einen, nein! Was war? Er hatte einen! Was war? Er hatte einen! Am Blei. Geht nicht am Blei. Ich hatte einen. Ja, Er hatte geht einen. nicht am Blei. Ja, das weißt du, wovon das kommt? Von euren Einkugeln. 100% war da ein Fehler dran. Am Nein! Blei geht ja nicht, das habe ich doch mit Gummi festgemacht. So Freunde, ich hatte gerade wirklich meinen ersten Thunfisch drauf. Das ist unglaublich, das kann man nicht beschreiben. Es ist, nee, abgerissen sofort. Ich konnte nichts machen. Der ist reingeballert, erstmal ist nichts passiert, ich wundere mich so. Und auf einmal wieder BAM! Und dann die Rute runter und ich wollte gerade anfangen zu kurbeln und weg. Die da hinten auf dem Boot, die ihr da hinten sehen könnt, im Weiß, die haben auch gerade eingedreht und sind rausgefahren. Und ja, Chef macht jetzt einen neues Bleiband, wir haben gefüttert. Wir müssen einfach noch einfangen. Wir haben eh nichts. Wir können eh nichts machen. Du achtest auf den Nebenmotormeister, ja? Ah, das ist schwierig, Patrick, Alter. So sieht das aus, Freunde, wenn euch auf dem Echolot Tunas zu sehen sind. Das Große sind alles Tunas. Die haben wir gerade gefüttert. Und jetzt sind die hier und wir haben gerade unsere Sardinen drin. Chef, das könnte gleich knallen. Jede Sekunde. Alter Leute, ich sag euch ehrlich, ich hab ein bisschen Paranoia gerade. Ich hab sowas noch nie gemacht. Wenn das einer ist, Digga, haben wir ein Problem. Dann verlieren wir den. Hätte ich das mal nicht gesagt. Und auf einmal knallt es bei Patrick in der Rute und der Fisch hat sofort einen Wir holen mal das Live-Scope. Run! Run! Hab einen! Du Route raus! Und du setzt dich hinter dir. Ja! Alter Schwede! Nein, abgerissen! Halt's Maul. Halt's Maul. War der stark? Halt's Maul. Patrick, nein. Ich konnte nichts machen, du hast gesehen. Die Rute Die Schnur ist weg, ne? immer fest. Ich kann nicht mal dran ziehen. Der war schon da hinten. Kacke. Schnell weitermachen. Nicht einblenden. Nichts konnte ich machen. Ja, so Freunde, das war gerade ein Tuna-Run von Patrick. Leute, ihr habt es gesehen. Die Rolle ist komplett zu. Ich kann nicht mal dran ziehen, wenn ich mit ganzer Kraft dran ziehe. Es ist geisteskrank, Leute. Also das war gerade der zweite Fisch, den wir jetzt heute verloren haben. Aber wir haben beide immer einen. Eins wisst jeder, aber ey, ganz kurz. Wir hatten jetzt einfach mal entspannte. Die Rolle hat 300 Meter drauf und die war fast eine entspannte 150 Meter weggezogen innerhalb von Sekunden. Was war mit dem viel los? Egal, Freunde, wir machen weiter. So, Chef, was sagen wir dazu? 2 Fische waren schon da. 2 Fische, jetzt haben wir 16 Uhr, 2 Stunden sind wir am Fischen, ist ja nicht schlecht. Leider beide verloren, wir kämpfen weiter. 2 Fische hatten wir verloren, aber davon lassen wir uns sicher nicht unterkriegen. Also Köder auf dem Haken und die Rute ins Wasser, denn wo keine Angel ist, kann auch nichts beißen. Ist ja die Tunas im Alter, alles voll. Ja. I swear. Alles voll. Der heutige Sponsor des Videos ist RL Rollentuning. Hier hast du die Möglichkeit, deine Rolle absolut cool zu tunen. Du kannst dir selber von verschiedenen Modellen und verschiedenen Stücken aussuchen, wie du deine Rolle gerne aufbereiten lassen möchtest. Wenn du deine Rolle einschickst zum Tunen, dann hast du die Möglichkeit, deine Rolle auch direkt warten zu lassen. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn du deine Rolle zurückbekommst, hast du eine komplett gewartete und neu getunte Rolle. Jetzt konnten wir nur noch hoffen, dass in den letzten 2-3 Stunden doch noch ein Fisch beißt und der diesmal aber auch wirklich am Haken hängt. Der hier? Das ist einer. Jetzt war es soweit, ich habe den Biss meines Lebens bekommen und dieser Fisch legte sofort einen Vollrun hin. Ich wusste gleich, dass es unsere allerletzte Chance war, unsere Mission erfolgreich zu beenden. Oh, der macht einen Vollrun, die Schnur ist gleich weg. Und innerhalb von Sekunden fingen meine Handgelenke so an weh zu tun, denn der Druck, der darauf lastete, der war einfach gewaltig.
Wir müssen dahin. Nee, ich merke dir. Wow. Hilfe, Freunde! Von jetzt bis Minute 23 habe ich euch stückweise den Drill des Fisches mit reingehauen. Denn ich wollte nämlich, dass ihr seht, wie viel Kraft und Emotionen in so einem Drill stecken. Warte mal, nicht daran fahren. Doch, bisher muss ich 2 Meter, halt du ihn nur. Guck ruhig. Wir nehmen die Schnur wie gerade. Wir nehmen die Serie. Und oben wieder ab. Jetzt uns den Motor rein. Guck mal. Leg den Motor rein. Maxi, geil. Geil, geil, geil. Maschine. Ich helfe dir noch ein bisschen. Ne? Ich kann es auch loslassen, aber ich habe Angst. Da ist so eine Spannung drauf, der titscht einmal. Lass nicht los. Und ich weiß, wie das ist. Das ist wie ein Boxkampf, den du gerade führst hier. Das ist. Den kriegst du auch nicht gepumpt. Den werden wir jetzt. Ja, der ist unten auf 30, 40 Meter. Kann nicht mehr. Kannst du nicht mehr? Soll ich Soll übernehmen? ein bisschen tauschen? Wer soll nehmen für 3 Minuten? Warte mal. Nur du darfst. Kurbel nach, immer nachkurbeln. Du darfst nicht sauer sein, wenn irgendeiner verliert von uns, ne? Denk dran. Deswegen sage ich ja nein. Ja, aber wenn du Fehler machst und der ist weg, ist es auch nicht gut. Wenn du nicht mehr kannst, schäm dich nicht. Ich kann schon lange nicht mehr, aber... Dann Nee. Den hole ich allein raus. mach keinen Fehler. Die Fehler verlierst du den Fisch gleich. Da ist so eine Spannung drauf, die pack, macht Boom, Schifflöcher. Ich sag's dir nur. Ein blöder Fehler ist der Fisch weg. Jetzt pumpe ich. Du musst ihn geben, genau so. Ich sehe ihn noch. Ich glaube nicht, dass das ist auf 30 Meter. Oh! Das ist ja übel, Alter, der ist auf ganz unten. Das ist eine Maschine. Das ist eine Maschine, Max. Das ist übel mit dem. Wenn du nicht mehr kannst, übernehmen. Das ist mir schon klar. Wir müssen tauschen. 5 Minuten, dann wieder 5 Minuten, wieder 5 Minuten. Das ist normal, bei so einem Fisch kannst du nicht. Den werden wir auch in 30 Minuten nicht raus haben, das sag ich dir jetzt schon. Geil, ich freue mich so sehr, dass es wenigstens Maschine. bei einem von uns geklappt hat. Oh, no. Wirklich, dass er nicht Nee, du hast den hochgekriegt. Guck, der ist hinter uns. Ja. Der kann nicht viel tiefer mehr. Ich habe auch noch so einen Gurt, aber du bist gerade so im Elan, da hilft dir auch der Gurt nicht. Ich halte es einmal kurz fest. Genau so, Junge. Und gib mir noch. Jetzt geht Das ist Angeln, Junge, hä? Das ist Angeln. Wenn du das jeden Tag musst, brauchst du auf jeden Fall nicht mehr ins Gym gehen. Ich sag's dir nochmal, das ist Teamwork hier. Du darfst nicht filmen, wenn du nicht willst. Natürlich filme ich mich nicht. Wenn du nicht mehr kannst, gut daneben. Das ist ein ganz anderes Kaliber vom Fisch, was wir hier gerade haben. Oh. Okay, jetzt noch. Oh. Rein theoretisch kann man den Motor dran ziehen, Nein. dass man ihn hochpumpt oder reicht das nicht? Nö, der pumpt ihn ja hoch, siehst du, aber jetzt zieht er mal wieder zurück. 40 Meter. Auf 40 Meter, Freunde. Der ist unter. Da ist der Fisch, Leute. Da unten. Geil. Möchtest du den Gurt? Möchtest du den Gurt hier rein? Nee, gerade nicht. Genau so. Und jetzt runter und hoch und ja, du musst dann schon an die Eier dran machen. Neben der Eier nützt nichts, Kollege. Auch wenn du die blau hast, egal. Hier rein. So kannst du nicht pumpen. Hier rein, das Ding. Oben unterm Bauchnabel und gib ihn. Hup. Sauber, Junge. Genau so. Scheiß Dach ist im Bild.
Vorne willst du nicht, ne? Nee. Das ist mir mit Füßen abstützen und so hier tatsächlich ein bisschen lieber gerade. Mit den Beinen so, ne? Ja, ja. Du hast ein bisschen hochgepumpt, 2 Meter würde ich sagen. Danke. Ja, der ist jetzt so auf 35. Gerade war auf 40. Jetzt nochmal. Schneller Pump. Du musst pumpen, die Kurbel nur halt. Ich bin bei dir beim Pumpen. Du musst die Kurbel nur, runter. Und wenn wir runterlassen, kurbelst du. Die blaue Schnur müssen wir drin haben. Oh, blaue hast du drin, jetzt bist du bei Orange. Nein, 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 nein. Das ganze Fliegen, da sind vielleicht nochmal 50 Minuten. Unglaublich, guckt euch an. Nein, halt fest. Das geht nicht mit. Der ist zu fett. Oh, oh, der geht nicht. Puh. Okay, schnell. Komm, geht nicht. Doch, geht. Zieh mal mit, zieh mal mit, zieh mal mit. Hilfe. Ah. Der kommt. Nein. Alter. Der Maxi hat wirklich einen Monster-Thunfisch dran. Komm dabei. Guck mal, der ist schon oben. Guck mal, ich sehe den. Du hast super gepumpt. Maxi, du schaffst das. Lass nicht die Schnur berühren. Nicht mit deinen Schuhen, nicht mit deiner Hose, mit nichts. Das ist Todeswurst. Pumpen, du hast ihn. Ich bin bei dir. Du hast ihn. Und jetzt nachpumpen. Du halt nur die Hand auf die Kurbel, den Rest machen wir. Und nachkurbeln. Und nachkurbeln. Nachkurbeln. Du kannst nicht mehr. Ja, nochmal. Komm, wir schaffen den. Der ist jetzt schon auf 20 Meter, Maxi. Du hast ihn 25 Meter. Spulbad. Weiter jetzt, Maxi. Kurbel nach. Maxi, Kurbeln. Wenn du nicht kurbelst, sitzt das nichts. Du machst dich nur kaputt. Kurbel nach. Halt nur die Kurbel in der Hand. Kurbel nach. Und Kurbel nach. Digga, ist ja schlimmer als ein Kind gebären oder so. Kurbel nach. Warte. Jetzt kurbel nach. Okay. Jawohl, grün ist schon. Kurbel nach. So, Ja, gut. Gut, jetzt erhol dich ein bisschen. Einfach nur krass. Yes, der kommt hoch. Und runter. Und runter. Der hat auch keine Power mehr, Digga. Dumme Mistsau, genau wie ich. Jetzt komm hoch. Und runter. Ich glaube, Max kann nicht mehr lächeln, der ist jetzt gerade so durch. Und runter. Ich muss kurz Pause machen, aber ist das da vorne das Vorfach? Nein. Nein. Du bist jetzt bei grün. Der ist jetzt bei 15 Meter. Was heißt, ich bin denn hier erst bei grün? Wo muss 15 ich? Meter hast du noch. 15? Ja. Ach du Scheiße, ich kann nicht mehr. Geht noch. Komm on, dabei. Max, wenn du willst, löse ich dich ab. Nein, ich hätte das schon vor einer halben Stunde gebraucht, dass mich hier jemand ablöst, aber meinen ersten Thunfisch musste ich komplett alleine fangen. Ich sehe den schon. Ich sehe den. Langsam. Oh ja, oh ja, oh ja. Guck, dass er nicht im Motorraum kommt. Das ist ein Monstervieh. Guck, dass er... Wow. Leute, guckt mal. Er macht jetzt Kreise, Max. Guck mal. Ach du Scheiße. Halt's Maul, niemals. Ach du Den hab doch nicht Scheiße. wirklich. Digga, den hab ich doch nicht wirklich. Ach du Scheiße. Das Ding hat über 2 Meter. Nein. Doch. Meinst du? Ja, der dreht gleich unterm Boot und muss aufpassen, dass die Schnur nicht... Alter. Oh mein Gott, ist das. Oh mein Gott! Niemals! Ach du Scheiße. Niemals hab ich gerade diesen Fisch gefangen. Ja, jetzt. Zumindest nehmen. Auf gar keinen Fall hab ich den gerade. Nicht, dass der wird nochmal abziehen. Aber der wird jetzt Kreise drehen. Guck nur, dass die Schnur nicht reißt. Alter Maxi. Digga, Patrick, du musst. Leute. Halt's Maul. Guckt euch das an. Halt's Maul. Nein, niemals. Leute, das ist geisteskrank. 1 Meter hat er nicht, aber 2 könnte er haben. Niemals hab ich den gerade gefangen. Halt's Maul. Den müssen wir jetzt irgendwie kriegen. Wie holen wir den rein? Oh, da stimmt das Boot. Jetzt, halt fest. Oh, Scheiße. Digga, ich hab noch gar keine Kraft mehr. Hast du? Wow! Halt fest. Ja. Das Boot. Alter Schwede. Maxi, Respekt. Hast du alleine rausgeholt. Alter, ich kann nicht mehr. Geil. Die Flosse muss hintergehen. Nein, hinter der nicht. Ich werde die Schnur. Der ist so dahinter. Die doch nicht.
Da diese Fische so gewaltig sind, ist es gar nicht so einfach, die aufs Boot zu holen. Deswegen muss man ein richtig dickes Seil nehmen und die um die Schwanzflosse befestigen, bis man den Fisch letztendlich aufs Boot holen kann. Vorne. Ja, ich hab ihn. Und du ziehst ein bisschen. Jawohl. Noch ein bisschen. Warte. Zieh nach hinten mehr. Jetzt zieh stramm. Jawohl. Zieh sauber. Jawohl. Jawohl, Maxi, jawohl. Leute, da ist der Fisch. Das ist der Fisch meines Lebens. Nix war mit Thunfisch aus der Dose, Alter. Guckt euch den Brocken an. Ach du heilige Scheiße. Ich komm grad nicht klar, Bro. Riesig. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Mein ganzer Körper ist an Zittern. Das war eine Stunde Drill gerade, Patrick. Petros. Macher. Also Freunde, wer eine Raubfischtour erleben will, Ebro-Fishing bei Rafa. Das, Freunde, war also der Fisch meines Lebens. Das also war ein richtig großer Thunfisch. Diese Fische werden definitiv noch größer, aber ich kann verstehen, warum so viele Angler davon gereizt sind, so einen Fisch zu fangen. Mich würde interessieren, was ihr denkt, wie schwer dieser Fisch war und wie viel Geld wir bekommen würden wir diesen Fisch verkaufen. Schreibt es doch mal auf jeden Fall in die Kommentare. Ende des Tages war ich einfach nur froh, dass wir unsere Mission erfolgreich geschafft haben. Wir sind nach Spanien geflogen, um einen absolut großen Blauflossenthun zu fangen und ein Blauflossenthun kam am Ende des Tages wirklich aus dem Wasser. Ich würde sagen, wir machen vor Mission Thunfisch auf jeden Fall einen großen Haken. So Freunde, vergebt mir auf jeden Fall, wie ich aussehe, aber heute war einfach ein Bombentag. Ich habe den Fisch meines Lebens gefangen. Es war absolut geisteskrank. Alter Patrick, was sagst du? Zeig nochmal bitte die Routen, die wir haben. Leute, guckt euch diese Rollen an, die wir hatten. Und darauf hatten wir einen abgerissen und wir haben mit den Spinnruten einfach gefangen. Oh. Geisteskrank. Oh Mann, der Mann ist gebrochen, scheiße. Oh, und Chef hat gerade eine geballert bekommen. So Freunde, übrigens Thunfisch aus der Dose. War gestern. Ja! Oh. Wir haben 3 Desperados dabei. Die waren für den Fall, dass jemand von uns einen Fisch fängt. Wir haben einen Thunfisch raus. Alter, ich sag's euch, ist absolut geil. Also, Ebro-Fishing findet ihr auf Instagram. Blende ich euch hier unten einmal ein. Oder www.ebrofishing.de. Ich war jetzt zweimal bei Rafa zu besuchen, habe meine 2 größten Fische meines Lebens gefangen. Einmal im Meer und einmal ein Wels mit 2,15. Und heute haben wir 4 Tunas, 3 Tunas abgerissen und eingefangen. Ich bin einfach nur endhappy, Freunde. Chaka, was sagst du? Haben wir uns das verdient? Sowieso. Auf jeden Fall. Am meisten, du hast die Route nicht abgegeben. Respekt, Junge. Ja, macht nicht jeder. Manche können einfach nicht mehr, aber fand ich gut. Freunde, ich sag euch ehrlich, nach 15 Minuten ungefähr bin ich ehrlich, die Fische haben eine andere Kraft, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mein 2,15 Meter Wels, der war, also der Thunfisch war auf jeden Fall Minimum 5-mal so stark wie der 2,15 Meter Wels, wenn nicht sogar mehr. Und das kann man sich nicht vorstellen. 15 Minuten später haben meine Arme gebrannt, mein Körper hat gezittert, die wollten mir helfen, aber ich habe nur eine Hand von Rafa mit an die Route gelassen. Ich wollte die Route nicht abgeben. Ich meine, das war mein erster Thunfisch, der erste Fisch meines Lebens und ich musste den einfach mit meinem Kopf, ich musste den selber fangen. Dafür bin ich zu ehrgeizig. Aber vielleicht beim nächsten Mal, jetzt habe ich einen und nächstes Mal gebe ich, glaube ich, gerne sogar ab. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like von euch freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Bis dann. Ciao.